Morgen. Morgen. Heute tauchen wir mal in die Welt von Astrid Lindgren ein, und zwar in der Astrid Lindgren. In der Astrid Lindgren Welt. Hier in Wimmerbier im Stub. Dann nehmen wir jetzt mal mit. Richtig. Soll die Matschesburg sein.
wieder. Unser Plan war es, uns einen Stellplatz zu suchen und am nächsten Tag in den Nationalpark zu gehen. Diesmal hatte ich selber auf Google Maps etwas rund um den Nationalpark geschaut, ob da irgendwas als Stellplatz möglich wäre. Und diese Stelle fahren wir hier an. Das erste Hindernis, ein paar Zweige, aber das sind alles relativ kleine Zweige, die darunter hängen. Kein Problem, da durchzufahren. Das hier sah auf den ersten Blick schon problematischer aus, aber bei näherer Betrachtung war es hoch genug, also auch kein Problem. Doch leider war unsere Stellplatzsuche nicht von Erfolg gekrönt. Diese Hütten waren auf Google Maps nicht zu sehen und wir waren uns auch nicht ganz sicher, wo das Biotop wirklich anfing. Also umdrehen und den ganzen Weg zurück. Wir haben dann schließlich den Besuch im Nationalpark vorgezogen und beschlossen, uns danach einen Stellplatz zu suchen. Ja, meine Trödelliese. Das Handy mal wieder wichtiger. So, wir sind heute ca. 260 Kilometer weitergefahren. Knapp 40 Kilometer Umweg für den Lidl. Das war, glaube ich, auch der letzte Lidl von Nordnorwegen, zumindest laut beim Navi. Und jetzt sind wir im Stendørrens Naturreservat und machen hier eine ganz kleine Runde, bevor wir uns dann einen Stellplatz suchen gehen. Unsere erste Stellplatzsuche war ja leider nicht so erfolgreich, wie ihr gerade gesehen habt. Da wir uns nicht sicher waren, ob das Biotop rechts von den Schildern anfängt oder ob wir schon mittendrin waren. Und außerdem war die Hütte auf Google Maps am Ende des Weges leider auch nicht zu sehen, wo wir uns hinstellen wollten. Ja, okay. Die ganze Halbinsel hier gehört mit zu dem Naturreservat. Damit hat sich das dann schon erledigt. Und dann schauen wir mal, wo wir dann später hinfahren. Genau die richtige Art Brücke für Heike, aber zum Glück noch mit Bohlen und
dass sie nicht so durchschauen kann. Und so hoch ist sie ja auch nicht. Aber sie wackelt ganz schön. Ja, also das war jetzt nicht ganz so schlimm. Es war ja eine recht stabile Brücke, wie man hier sieht. Und drunten das Wasser. Also wenn ich reingefallen wäre, wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Also Anfang von dieser kleinen Insel, also vor dem ersten Steg, wo wir gegangen sind, gab es schon einen kleinen Grillplatz. Und hier hinten gibt es auch noch mal eine schöne Feuerstelle, schön umwandelt. Stahl. Drüben gibt es auch Feuerholz. Nicht cool hier. Hier kann man alle paar Meter ins Wasser gehen. Und einfach den Ausblick genießen. Ja, die Scherenküste ist echt toll. So, wir machen uns jetzt auf den Rückweg zum Mando. Und am Stellplatz noch ein Stück Richtung Stockholm suchen, wo wir dann morgen bleiben. Am Montag geht es dann nach Stockholm rein. Und hier beenden wir auch das heutige Video. Begleite uns im nächsten Vlog nach Stockholm. Da geht es erstmal hoch hinaus und dann tauchen wir in die Musikgeschichte Schwedens ein. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.